So, läuft wieder. Wieso, weshalb, warum? Das seht ihr jetzt. Hey, Hochgemeinde Rock'n'Roll. So, heute, wie ihr schon gelesen habt, machen wir den Zusammenbau vom KTM-Motor 99 Super Moto R, so wie sie richtig heißt. Die meisten sagen SMR. Egal, Baujahr 2013. Ihr erinnert euch, das Video von der CD blende ich mal oben ein. Hier war ja das Problem eigentlich nicht, dass der Motor defekt war, im Sinne von Kurbelwellenlagerschäden oder Getriebe, sondern eigentlich war der Motorblock außen kaputt gemurkst worden von jemandem, der eben halt versucht hat, dann Gewinde zu reparieren am Ölfilterdeckel, und im Endeffekt war das gerissen, mit Metall, Flüssigmetall geklebt, also alles total für den Arsch. Und dann daraufhin hat der Besitzer gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich bringe sie dir, du baust den Motor auseinander, guckst da mal rein, machst ihn frisch und dann mit einem neuen Motorgehäuse oder vielleicht eine Reparatur bitte wieder zusammenbauen. So, eine Reparatur hat sich nicht angeboten, weil hätte man dann schweißen, fräsen, hast du nicht gesehen. Am schnellsten ging es eben halt, ein neues Motorgehäuse zu besorgen. Immer vielen Dank an den lieben Marius, das Ding ruckzuck, ja, auch zu einem vernünftigen Preis. Daher hat sich das eher angeboten. Jetzt gehen wir erstmal hin. Der oder die beiden Motorgehäusehälften kommen jetzt erstmal bei uns in den Ofen rein, schön auf 150, 160 Grad erwärmen. Dann packen wir erstmal alle Kugellager rein, alle Zylinderrollenlager, alles was da reingehört. Und wenn er dann abgekühlt ist, pressen wir die Gleitlager für die Kurbelwelle rein. Ne, denn die wollen keine Hitze in dem Sinne, brauchen die auch nicht, die werden kalt eingepresst. Das sehen wir dann gleich auf der Presse hinten. Seid ihr mit dabei? Und dann können wir sukzessive den Motor hier unten dann zusammenbauen. Getriebe rein, Kurbelwelle rein, vorher die Pleuel verschrauben und. Ne? Deswegen geht das los, Ofen an, let's go.
So, fertig ist er. Ne? Jetzt nächster Step, natürlich einbauen. Nach dem Einbauen dann eben abrollen. Gut, ich werde die Kamera nochmal draufhalten. Ist aber ein Serienmotor, haben wir ja nichts großartig dran gemacht im Punkto Motortuning. Die Ventilsitzradien wurden bearbeitet, wie ihr das von uns kennt. Alles ein bisschen, nennen wir es mal, reibungsoptimiert verbaut. Ne? Also im Punkto auch Maße, Kurbelwelle, Pleulager und so weiter. Und vielleicht kriegen wir da ja noch ein Quäntchen mehr Leistung raus, alleine durch diese Nachbearbeitung des Serienmotors und dann die dementsprechende Abstimmung, die ich dann da nochmal machen werde. Ne? Gut, so, dann reinbauen und dann rollen wir ab. So, ich hoffe, die Musik hat gepasst jetzt beim Zusammenbau des Motors. Letztes Mal haben sich ein paar beschwert, das war ein bisschen zu hart, ein bisschen zu laut, ein bisschen zu heavy. Jetzt sollte das mit dem Blues funktioniert haben, hoffe ich. Ne? Also dementsprechend bauen wir ein, dann sehen wir uns gleich am Prüfstand. Bis gleich. Was haben wir gemessen? 118,68 PS bei 9750 Umdrehungen. Das ist hier oben kurz vorm Drehzahlbegrenzer und ein maximales Drehmoment von 97,67 Newtonmeter bei 7000. Das ist ungefähr hier. Nochmal zur Erklärung. Die gestrichelte Linie ist das Drehmoment und die durchgehende Linie ist die PS-Leistung. So, jetzt bin ich immer ein großer Freund davon, Vorher-Nachher-Messung. Das ging ja leider bei diesem Motorrad nicht, weil die liefern allen Ecken und Kanten aus. Hätte ich eine Ölwanne unter Prüfstand legen müssen. Das wollte ich natürlich auch nicht. Daher, was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt irgendwo natürlich versuchen, die jetzt gegen ein anderes Serienmotorrad gleichen Baujahres und gleiches Modell zu vergleichen. Die meisten Supermoto 99 R, die hier aufschlagen zum Einstellen, sind alle nicht mehr Serie. Also entweder ist da Luftfilterkasten raus, Pilzluftfilter, zweite Drosselklappe weg, Accra drauf, Accra ohne Cut und. Ne? Aber wir hatten ja eine hier voriges Jahr am Juni 23. Das Video blende ich mal ein. Da ging es ja darum, eine komplette Serien SMR oder Supermoto R so einzustellen, dass halt auch diese Ruckelei unten raus nicht mehr so schlimm ist. Hatte ich ja auch ein Fahrvideo zu gemacht, dass man eben halt durch Einstellung der zweiten Drosselklappe und Kraftstoff und Zündung und so weiter das Motorrad auch so vernünftig fahren kann, ja, wie halt ein normales Motorrad in der 30-Zone oder halt auch in der Stadt. Ja, so. Diese Kurve haben wir ja noch. Wie gesagt, auch ein komplettes Serienmotorrad, die hatte auch nicht viel gelaufen. Luftfilterkasten, auch nur die Deckel bearbeitet, den Flash drauf, Rest komplett Serie. Hatte noch einen BMC-Filter, einen Einsatzfilter drin, aber das ist jetzt nicht dramatisch. Ich lege mal die Kurve drüber. So, rote Kurve von diesem Fahrzeug von vorigem Jahr, Serie, und wir sehen das halt hier dann doch schon wesentliche Veränderungen im Motorlauf, gerade hier in dem Bereich 83 Newtonmeter zu 88 Newtonmeter, auch die ganze Kurve vom jetzt frisch gemachten Motor ist wesentlich glatter, schöner, runder und halt auch in der PS-Leistung sieht es ähnlich aus. Die Luftfeuchtigkeit war etwas niedriger jetzt. Ne, wir hatten damals, voriges Jahr hatten wir 42%. Gut, ne, die Korrektion nimmt das hier 1,03 zu 1,05 und die Temperaturen im Prüfstand waren auch ähnlich. Also kann man das relativ gut vergleichen. Und hier halt, wie gesagt, gut zu erkennen, dass eben halt diese Bearbeitung der Ventilsitzradien und das optimierte Lagerspiel, nennen wir es mal, auf jeden Fall zum kompletten Motorlauf immer beiträgt, zum schöneren Motorlauf beiträgt, etwas mehr Leistung erzeugt. Das ist jetzt ein Witz, ne? Also oben um 2 PS, das juckt keinen. Aber trotzdem, ja, man sieht es anhand der Kurve, dass so ein Handmade-Motor dann doch schon schöner läuft als so ein Ding vom Band. Trotzdem, ne? Einfach ein geiles Ding, dieser LC8-Motor.
immer wieder zu empfehlen. Daher würde ich sagen, ja, haben wir jetzt, geht's wieder in die Werkstatt. Oh, ja, ne? Läuft doch. 118 PS und ein paar kaputte, kann man nicht meckern. Im direkten Vergleich mit dem gleichen Typ Modell, Fahrzeug, gleiches Mapping, also angepasstes Mapping, Serienschalldämpfer, geänderter Luftfilterkasten bzw. geschlitzte Luftfilterkastendeckel, aber Serienmotor noch vom Band, sehen wir eben halt hier bei diesem Motor leichte Verbesserungen, gerade im Drehmoment. Das ist eben halt auch der Bearbeitung der Zylinderköpfe über die Ventilsitzradien geschuldet. Das bringt halt immer eine gute oder eine bessere Zylinderfüllung. Ne? Hier wunderschön zu sehen. Und eben halt auch die, ja, das leicht angepasste Lagerspiel, was ich da halt dementsprechend neu eingemessen habe. Alles zusammen, summa summarum, macht die ganze Sache noch glatter, obwohl der Motor schon immer super war und immer super funktioniert hat. Eigentlich das Motorradmodell, was in Österreich vom Band gelaufen ist, was eigentlich hier am wenigsten Ärger macht, beziehungsweise eigentlich Laufleistungen, gerade so bei Adventure-Fahrern von weit über 100.000, überhaupt keine Seltenheit, da lachen die drüber. Ne? Also immer schön Ölwechsel machen, ab und zu mal Inspektion, Ventile einstellen. Das Thema ist gegessen. Auch mit kaputten Nockenwellen gibt es da keinen Ärger. Hatten wir auch schon mal bei den ersten Modellen, aber das ist schon lange, lange, lange her. Die Dinger machst du nach 100.000 auf, sagst du, ja, ist schön. Vielleicht mal ein bisschen Ventile einstellen, Deckel drauf, weiter geht's. Ja? So, in der Hoffnung, dass man diese Qualitätsstandards wieder erreicht, ja, würde ich sagen, wir sehen uns in 14 Tagen. Haut rein, bis dann und tschüss.